Eines Morgens arbeitete der Bauer Thomas Woker mittleren Alters ruhig in seinem alten Holzschuppen auf seiner kleinen Farm am Rande des Makener Wildtierreservats. Das weiße Morgenlicht schien durch die Spalten der Holzplanken und ließ den Strohstaub in der vertrauten, friedlichen Luft schweben. Thomas bückte sich, um sein Werkzeug zu ordnen, als er plötzlich einen dumpfen Schlag von draußen vor der Lagertür hörte. Das Geräusch klang weder nach Vieh noch nach Wind noch nach Zweigen, so dass er innehielt und zuhörte. Mit einem unguten Gefühl ging Thomas zu der großen Holztür und drückte sie langsam auf. Tageslicht strömte in die Lagerhalle und offenbarte einen Anblick, der Thomas sprachlos machte. Draußen stand eine ausgewachsene Elefantenkuh, deren massiger Körper den Eingang zum Lagerhaus fast vollständig versperrte. Sein Rüssel hatte sich fest um den kleinen, bewusstlosen Körper eines Elefantenbabys gewickelt. Die Haut des Elefantenbabys war mit Schlamm bedeckt, und unter dem grellen weißen Sonnenlicht waren zahlreiche Kratzer und Prellungen deutlich zu erkennen. Als die Elefantenmutter die Anwesenheit von Menschen bemerkte, setzte sie ihr Kalb sanft vor der Lagerhallentür auf den Boden. Es zeigte keinerlei Anzeichen von Aggression und stieß auch keine bedrohlichen Laute aus. Nachdem sie das Elefantenbaby abgesetzt hatte, trat die Elefantenmutter einige Schritte zurück und hielt dabei einen deutlichen Abstand. Seine großen, tiefen Augen waren auf Thomas gerichtet, voller Angst und Erwartung. In diesem Moment begriff Thomas, dass es sich nicht um einen Eingriff in seine Privatsphäre, sondern um eine Bitte handelte. Er blieb stehen und versuchte, angesichts des seltenen Vertrauens, das ihm ein wildes Tier entgegenbrachte, ruhig zu atmen. Das Elefantenbaby lag regungslos am Boden, sein winziger Körper reagierte überhaupt nicht. Die Elefantenmutter steht dahinter, stets in Position, um nach vorne eilen zu können, wenn sie spürt, dass ihr Kalb in Gefahr ist. Thomas ging nicht sofort auf ihn zu, er verstand, dass jede Bewegung in diesem Moment den Lauf der Dinge verändern könnte. Er ließ sich langsam hinunter und vermied es, der Elefantenmutter allzu lange direkt in die Augen zu sehen. Der Raum zwischen dem Mann und dem Elefanten blieb bestehen, umhüllt von einer angespannten Stille. Es wehte kein starker Wind, kein Vogelgesang, nur das schwere Atmen der Elefantenmutter. Thomas erkannte, dass der Elefant nicht weggehen würde, obwohl er es problemlos könnte. Es blieb, weil sein Kind dort lag und weil es sich entschieden hatte, an die Menschheit zu glauben. Dieses Vertrauen ließ Thomas ein größeres Verantwortungsgefühl verspüren als je zuvor. Er wusste, dass er das nicht allein bewältigen konnte. Thomas holte sein Handy heraus und rief sofort die Rangerstation des Makener Wildlife-Reserve an. Seine Stimme wurde leiser, als er den Zustand des Elefantenbabys und die Anwesenheit seiner Mutter beschrieb. Während des Wartens verließ er seinen Platz vor dem Lagertor nicht. Die Elefantenmutter blieb stehen und berührte gelegentlich sanft mit ihrem Rüssel den Körper ihres Kalbs. Das Morgenlicht machte jedes Detail brutal deutlich. Jede Minute schien länger zu dauern als sonst. Thomas befürchtete, dass das Elefantenbaby nicht mehr lange überleben würde. Er beobachtete die Situation und versuchte dabei, ruhig zu bleiben. Schließlich hallte aus der Ferne das vertraute Geräusch des Motors eines Försterfahrzeugs wider. Die Elefantenmutter hob den Kopf, ihre Augen immer noch auf ihr Kalb gerichtet. Die Förster Daniel Okoro und Samuel Mwangi stiegen mit ernsten Mienen aus ihrem Streifenwagen. Sie erfassten die Situation schnell mit nur wenigen Blicken. Daniel gab Samuel ein Zeichen, Abstand von der Elefantenmutter zu halten. Samuel näherte sich langsam dem Elefantenbaby und beobachtete dessen schwache Atmung. Thomas stellte einen Eimer Wasser und einen Bund Bananen ein paar Meter von der Elefantenmutter entfernt auf. Die Elefantenmutter kam zum Fressen näher, doch ihre Augen waren stets auf ihr Kalb gerichtet. Diese stille Zusammenarbeit gab den Rangern zusätzliches Selbstvertrauen. Daniel führte eine erste Untersuchung der Verletzungen des Elefantenbabys durch. Ihm wurde klar, dass es sich um schwere Weichteilverletzungen handelte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Elefantenbaby beim Mitlaufen in der Herde zertrampelt wurde. Nach kurzer Beratung waren sich Daniel und Samuel einig, dass das Elefantenbaby unverzüglich zur Rangerstation zurückgebracht werden müsse. Zur Stabilisierung des Ausgangszustandes wurde eine Dosis unterstützender Medikamente injiziert.
Samuel näherte sich der Elefantenmutter und sprach mit langsamer, beruhigender Stimme. Die Elefantenmutter wich weder zurück noch leistete sie Widerstand. Es blieb stehen, als ob es verstünde, dass die Menschen versuchten, sein Kind zu retten. Die Ranger bereiteten die Spezialtrage auf der Ladefläche des Pickups vor. Thomas stand schweigend neben ihm und konnte seine Anspannung nicht verbergen. Als das Elefantenbaby auf das Fahrzeug gehoben wurde, stieß die Elefantenmutter einen tiefen, gutturalen Laut aus. Daniel beruhigte die Elefantenmutter schnell mit langsamen, sanften Handbewegungen. Schließlich wurde die Elefantenmutter auf den großen Lastwagen dahinter geführt. Der Konvoi verließ den Bauernhof und wirbelte im Sonnenlicht eine dünne Staubwolke auf. Thomas blieb stehen und schaute zu, bis das Auto hinter den Bäumen verschwunden war. In der Rangerstation Makena warteten bereits die Tierärzte. Das Elefantenbaby wurde im bewusstlosen Zustand auf den Behandlungstisch gelegt. Medizinische Geräte wurden schnell angeschlossen, um die Herzfrequenz zu überwachen. Die Elefantenmutter wurde in ein halbwildes Gehege mit Dach gebracht. Er stand still in einer Ecke, seine Augen verließen nie das Kind. Die Atmosphäre in der Rettungsstation war angespannt, aber geordnet. Allen ist klar, dass Zeit im Moment extrem wichtig ist. Es wurde nicht viel geredet, jede Handlung war präzise und schnell. Die Ärzte reinigten anschließend jede einzelne Wunde am Körper des Elefantenbabys. Die schwer verletzten Stellen wurden sorgfältig mit Verbänden umwickelt. Schmerzmittel und entzündungshemmende Medikamente werden in der richtigen Dosierung angewendet. Das Elefantenbaby blieb regungslos und zeigte keinerlei Anzeichen des Aufwachens. Die Elefantenmutter stand hinter dem Zaun, ihre Ohren zuckten leicht. Daniel und Samuel beobachteten jede Bewegung des Arztes. Niemand wandte den Blick vom Behandlungstisch ab. Sobald der Eingriff abgeschlossen ist, wird das Elefantenbaby in ein Ruhegehege gebracht. Die Menschen verließen das Gebiet, um den Druck auf die Elefantenmutter zu verringern. Im Rettungsgehege kehrte wieder Stille ein, nur noch Mutter und Kind waren zusammen. Ein paar Stunden später begann das Elefantenbaby, ganz leichte Bewegungen zu machen. Die kleinen Augen öffneten sich zum ersten Mal seit ihrer Rettung einen Spalt breit. Die Elefantenmutter näherte sich sogleich und berührte ihr Kalb mit ihrem Rüssel. Ein tiefer, warmer Klang hallte durch das Rettungsgehege. Daniel und Samuel beobachteten das Geschehen aus der Ferne und konnten sich ein Lächeln nicht verkneifen. In den folgenden Tagen verbesserte sich der Gesundheitszustand des Elefantenbabys allmählich deutlich. Die Wundverbände werden regelmäßig jeden Tag gewechselt. Das Elefantenbaby begann zu stehen und neben seiner Mutter herzogen. Das Leben ist in diesen winzigen Körper zurückgekehrt. Der Glaube der Elefantenmutter wurde schließlich belohnt. 3 Tage später war das Elefantenbaby wieder völlig gesund und brauchte keine Verbände mehr. Daniel und Samuel beschlossen, Mutter und Kind zurück in die Graslandschaft des Makena-Wildreservats zu bringen. Mitten in der grünen Savanne öffnete sich die LKW-Tür, die Elefantenmutter stieg zuerst aus, dicht gefolgt von ihrem Kalb. Mutter und Tochter entfernten sich allmählich voneinander und verschmolzen mit der weiten Naturlandschaft. Die beiden Ranger standen schweigend da und beobachteten das Geschehen, denn sie wussten, dass sie gerade etwas sehr Seltenes miterlebt hatten.